Endlich, nach 2 Jahren hebt die Aero in Friedrichshafen wieder ab. Die 30. Internationale Luftfahrtmesse für Freunde rund ums Fliegen hat wieder einiges zu bieten, was bei einem Vorabrundgang mit den Pressevertretern ersichtlich wurde. 633 Aussteller aus 34 Ländern sind hier am Start. Alle wichtigen Firmen aus der allgemeinen Luftfahrt sind am Bodensee präsent. Eine davon kommt aus dem Westen Deutschlands. Dieser leichte Turbinenhubschrauber Typ Bell 505 aus Mönchengladbach ist ganz frisch von der Produktion hier zur Messe gekommen und gilt als kleines Raumwunder. Was wir hier hinter uns sehen, ist ein einmotoriger Leichthubschrauber mit 5 Sitzen, 2 Sitze vorne, 3 Sitze hinten. Ein ganz tolles Interieur. Und neu. Und ganz neu, genau. Vor 2 Wochen aus Kanada erst geliefert worden. Dann war er bei Rotortech, bei unserem Partner, der die Maschine zusammengebaut hat. Und letzte Woche haben wir sie abgeholt und dann nach Friedrichshafen gebracht. Wer flexibel reisen will, für den ist dieser Hubschrauber der Rheinland Air Service mbH sicher eine Option, die man auch vor Ort hier testen kann. Wir haben relativ viele Kunden, die aktuell sehr interessiert sind an einer Bell 505 und genau, wir haben sehr viele Demoflüge vor. Genau, das ist eigentlich auch der Hauptgrund für unseren Demonstrator hier. Demoflüge mit Kunden und denen eben den Hubschrauber näher bringen. Was für die Straße gilt, setzt sich jetzt auch in der Luftfahrt durch. Die Erforschung von alternativen Antriebsmöglichkeiten. Beim Thema E-Mobilität ist man auch bei Rolls-Royce ganz weit vorne mit dabei. Das Motto lautet Powering New Ways to Fly. Dazu zählen neben den elektrischen Antriebseinheiten auch Batterielösungen für elektrische Flugzeuge sowie ein Turbogenerator zur Stromerzeugung an Bord für hybrid-elektrische Flugzeuge. Auch bei den Anbietern von Ultraleichtflugzeugen setzt man auf alternative Antriebe. Unsere Flugzeuge kennen sich dadurch aus, dass sie über die Flugeigenschaften extrem einfach und sicher sind. Und das dann auch jetzt mit moderneren Antrieben, das heißt also Elektroantrieb und dann auch mit verschiedenen Energieressourcen, also egal jetzt, ob die Brennstoffzelle mit Methan befüllt wird oder mit Wasserstoff. Ja? Stellt sich die Frage nach den Einsatzmöglichkeiten und den Leistungskapazitäten. Also wir sagen, wir brauchen mindestens 2 Stunden Flugzeit. Wenn wir 2 Stunden Flugzeit haben, dann können wir es benutzen, auch zum Beispiel in der Ausbildung, in der Pilotenausbildung. Alles, was drunter ist, geht dann schon ziemlich in die Tendenz Spielerei. Ja. Schwierig an der Zulassung oder an der Fliegerei, an der Elektrofliegerei ist die Zulassung auch, weil es ein ganz neues Gebiet ist, speziell, weil hier auch sehr viel Software mit betrieben wird und die Softwarezertifizierung ist das Hauptproblem. Die Stuttgarter der Flight Design General Aviation, die mit ihrer Firma mittlerweile in Eisenach ansässig sind und sich auf 2- bis 4-sitzige Flugzeuge spezialisiert haben, schaffen kleine Raumwunder. Das ist die Grundbasis, also die F-Serie ist die Grundbasis für all diese Flugzeuge. Es zeichnet sich dadurch aus, dass es sehr viel Platz hat. Das heißt also, wenn Sie jetzt zum Beispiel sagen, der Wasserstofftank, der hier hängt, ist ja eine ziemliche Kugel, ja, aber die passt da rein, da passen sogar 2 Stück davon rein. Ja. Wenn Sie jetzt Batterien haben, auch Batterien sind sehr schwer und sehr großes Volumen, passt auch da rein. Ja. Also wir haben ein Flugzeug, das sehr gute Leistung hat, sehr guten Komfort hat und viel Platz hat und durch den vielen Platz ist es geeignet für egal welche Antriebssysteme. Das Schweizer Unternehmen H55 hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Luftverkehr leise, sauber und erschwinglich zu machen. Auch hier werden patentierte Antriebs- und Batteriemanagement-Technologien verwendet. Auch bei geschichtsträchtigen Unternehmen ist frischer Wind eingekehrt. Wer erinnert sich nicht noch an die gute alte Tante Ju, die in der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts die Königin der Lüfte war? Der berühmte historische Flugzeugbauer Junkers stellt hier auf der Aero Nachbauten der Originale vor. Die Junkers A50 ist zum Beispiel ein alterstaugliches Ultraleichtflugzeug und feiert hier auf der Messe Weltpremiere. Und noch ein Modell sorgte für Aufsehen. E-Magic Aircraft präsentierte ein elektrisch angetriebenes senkrecht startendes Flugzeug E-Magic One. Ein Spielzeug im Großformat? Ja, das ist A ein Spielzeug und B haben wir das, als wir vor 3 Jahren mit angefangen haben, das als Proof of Concept gedacht. Wir wollten einfach zeigen, dass wir mit der heutigen Batterietechnik schon in der Lage sind, voll elektrisch zu fliegen und vor allen Dingen halt auch senkrecht zu starten und zu landen.
Und deswegen haben wir das Teil gebaut und so schön wie es fliegt, kann man das durchaus als Spielzeug bezeichnen, haben Sie recht. Bisher ist der Entwickler alleiniger Pilot, doch es ist wohl kinderleicht zu fliegen. Der Schwerpunkt liegt auf der Materialzusammensetzung. Fliegen kann das eigentlich jeder, der ein halbwegs begabter Pilot ist. Die Materialien mussten wir halt sehr speziell auswählen, weil ich habe immer gesagt, Gewicht ist unser Feind, jedes Gramm ist unser Feind. Und um überhaupt erfolgreich sein zu können, mussten wir halt wirklich das so leicht wie irgendwie möglich bauen. Und deswegen haben wir Kohlefaser-Komposit genommen, also das sind spezielle Wabenstrukturen, Sandwichstrukturen, die wir da eingesetzt haben. Und bei den beiden Holmen, also bei dem Holm vom Hauptflügel und beim Holm vom Kopfflügel, werden sogar Hochmodulfaser eingesetzt, die nochmal 2,5 Mal fester und höheres E-Modul haben als die klassische Kohlefaser. Das Fluggerät verfügt zudem über 2 unterschiedliche Antriebssysteme. Das eine, das ist ein Dauerläufer, der soll halt möglichst lange dass man möglichst lange mit diesem Flugzeug fliegen kann. Das ist also der Motor, der hier vorne in der Nase eingebaut ist. Und die anderen, das sind das sind praktisch Sprinter. Das sind Motoren, die in ganz kurzer Zeit ganz hohe Leistungen abgeben können, um halt diese Start- und Transitionsphase zu ermöglichen. Die eMagic One ist ein Fluggerät, was demnächst auch weiterentwickelt werden soll. Wir haben das erstmal als Proof of Concept gedacht. Das ist eine einsitzige Maschine. Da sehe ich jetzt nicht den ganz großen Markt, aber A, kann man durchaus in Richtung Drohne gehen. Wir haben da auch sehr konkrete Anfragen und wir haben aufbauend auf der Aerodynamik von diesem sehr erfolgreichen Flugzeug jetzt schon eine mehrsitzige Version, zumindest im ersten Designentwurf fertig. Diese Vielfalt gibt es nur hier auf der Aero, also jeder Flugbegeisterte kann hier viel entdecken und kommt voll auf seine Kosten. Die Messe in Friedrichshafen hebt zum Glück wieder ab.